fast wie ein normales Frühstück, aber eben nur fast. Was hier serviert wird, ist komplett vegan, so wie alles im Vega Natural in Gießen bei Johannes Gutandin. Er selbst lebt seit über 10 Jahren vegan. Ich teste mich auch regelmäßig an neuen Produkten, um zu schauen, ob wir das hier mit anbieten können, ob es uns schmeckt, ob es unseren Kunden schmeckt. Und da achten wir auch sehr darauf, wo es herkommt. Wir sind zum Beispiel hier auch rein biozertifiziert. Das heißt, wir verwenden eigentlich nur Bioware. Heute testen Johannes Gutandins Kollege Christian und 2 Bistro-Gäste, die Vegetarier Ingo und der Flexitarier Franz, vegane Fixprodukte, eigenhändig angerührt vom Küchenchef. Für die fein würzige Streichwurst nach Leberwurstart braucht man Öl und heißes Wasser. Die Konsistenz ist sehr klebrig, erinnert so ein bisschen an ein Kleister oder etwas, was man anrührt im Bau. Der Geruch ist sehr intensiv, es riecht stark nach Majoran und es erinnert auch sehr an Leberwurst. Vegane Fixprodukte gibt es in vielen Varianten von unterschiedlichen Herstellern. 100% pflanzlich auf der Basis von Weizengluten, Soja- oder Erbsenprotein. Die Masse muss je nach Produkt 10 bis 30 Minuten lang quellen, mit Ausnahme vom Easy-to-Mix Rührei. Es ist von der Konsistenz fester als ein Rührei und erinnert eher an einen Pfannkuchen oder vielleicht einen Pfannkuchen aus Kichererbsen. Ob es denn schmeckt wie ein Rührei, das wollen wir von unseren Testessern wissen. Also es schmeckt nicht schlecht, aber auch nicht so, wie man erwarten würde, dass Ei schmeckt. Also das Schwefelartige, was man sonst von Ei kennen würde oder sowas, fehlt da noch so ein bisschen. Bisschen Geschmacksfahrt. Ich würde es auch nachwürzen, weil geschmacklich ist es nicht so, dass man es alleine essen könnte. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel bei Oma und Opa auf den Tisch stellen würde, dann würden sie sich zu Recht wundern. Das ist noch kein Rührei, ja. Während die zuvor angerührte Streichwurst noch quillt, gehen wir mit den veganen Fertigmischungen zur Uni Gießen ins Institut für Lebensmittelwissenschaften. Professorin Dr. Gertrud Morlock schaut sich die Zutaten der Produkte an. Wenn wir jetzt das Rührei uns anschauen, dann sehen wir hier Ackerbohnen, Protein, Maismehl. Die Kombination zwischen beiden ist nicht mal so verkehrt, denn das wertet die biologische Wertigkeit vom Ackerbohnenprotein auf. Also es ist schon eigentlich eine gut ausgesuchte Rezeptur. Wir haben aber dann auch noch Verdickungsmittel wie Carrageenane oder Methylcellulose oder Maltodextrine. Das sind so Stoffe, die halt auch diskutiert werden, dass sie das menschliche Mikrobiom, also unsere Bakterienansiedlung im Dünndarm verändern und eher ungünstig verändern. Die auch im Tapetenkleister verwendete Methylcellulose steht zum Beispiel im Verdacht, chronische Entzündungen der Darmschleimhaut zu fördern. Wie bewertet die Lebensmittelexpertin die Nährwerte im Vergleich zum tierischen Original? Wir haben hier weniger Fett, relativ auch weniger Eiweiß. Dafür mehr Kohlenhydrate, also Zucker. Dem Hühnerei wirft man eher vor, dass es vielleicht Cholesterol enthält, unser tierisches Sterol, was ja Blutdruck erhöhend wirkt, etc. Das wäre jetzt hier in so einem Produkt natürlich nicht vorhanden. Wir sind zurück im Vega Natural bei Johannes. Er und seine Testesser probieren die angerührte Streichwurst. Wie Leberwurst, es kommt schon dem Ganzen nahe. Man hat so eine leichte Schärfe, es ist etwas übersalzen, die Konsistenz ist okay. Für Leute, die gerne Leberwurst essen und kein Fleisch essen, ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Das ist jetzt doch überraschend lecker, kann man doch schon sagen, ja. Die ganze Fertigmischung ergibt etwa 450 Gramm Wurst und kostet 4,99 €. Die Tüte Eier kostet 3,99 €. Der Inhalt entspricht laut Packungsangabe 10 Eiern. Nicht alle Inhaltsstoffe überzeugen, aber vegane Fixprodukte können helfen, auf Fleisch zu verzichten oder es zumindest zu reduzieren. Ja, und dazu hat Dr. Stefan Lück auch noch ein paar Ideen. Denn Sie sagen, man kann vegane Streichwurst auch selber herstellen. Wie?
Ja, absolut, auf Linsenbasis mit Champignons zusammen. Und wenn ich jetzt mal hier starten soll, also hier habe ich jetzt in dem Topf schon mal die Linsen in Gemüsebrühe mit einer Zwiebel und mit einem Knoblauch und ein bisschen Rosmarin schon fertig gekocht. Das habe ich als Basis und das steht hier. Hier in der Schüssel habe ich das schon fix und fertig. Und das tue ich mir mal in so einen Pürierbecher rein. Ja. So, das ist ja, wie gesagt, die Grundlage. Ja, nicht so viel daneben tun. So, und dazu kommt jetzt was Hochwertiges, nämlich Walnussöl. Sehr gut wegen den essentiellen Fettsäuren, auch ganz wichtige unzusätzliche Fettsäuren. Und dann haben wir hier Apfelessig, absolut regional. Linsen und Essig passen immer zusammen. Und was ich jetzt hier in der Pfanne habe, das kann man vielleicht auch noch mal sehen, das ist nämlich die Möhre, Zwiebeln und Champignons. Und das habe ich gewürzt mit Salz, Pfeffer und Blütenhonig. Und jetzt ist es so langsam so weit, dass die Champignons das Wasser verlieren. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich weitermachen. Den Rosmarinblatt oder Thymian raus damit, ausstellen. Und das kommt jetzt zu meinen Linsen dazu. Versuche es so zu machen, dass nicht zu viel daneben geht. Ja, genau. Und Herr Lück, da darf ich gleich mal was fragen. So. Es duftet erstmal bis hierher ins Studio. Also es läuft mir wirklich schon das Wasser im Mund zusammen. Wir haben jetzt gerade Linsen gesehen. So generell, was gibt es denn noch für Alternativen, die so ähnlich vielleicht eine Konsistenz haben wie Fleisch, aber eben vegan sind? Für andere Gerichte vielleicht? Ja, also hier haben wir zum Beispiel Buchweizen. Das finde ich sensationell für Bolognese. Ja, nehme ich sehr oft. Wenn einer unbedingt haben will, kann er natürlich auch Sojagranulat nehmen. Das ist ja wirklich nur Soja, texturiert. Und seit vielen Jahren kennen wir das. Da werden Champignons oder Austernpilze paniert und gebraten. Wunderbar als Steak oder Hühnchen-Nuggets-Ersatz. Also einfach super. Alles haben wir jetzt hier in dem Messbecher drin. Das wird jetzt püriert. Das täusche ich jetzt eigentlich nur eher mal an, denn das muss wirklich sehr, sehr lange püriert werden, bis es wirklich schön geschmeidig ist. Ich höre jetzt hier auf, denn das habe ich natürlich schon vorbereitet. Und zwar hier. Wunderbar, in so einem Glas drin. Ist auch genau die Menge, die da rauskommt, ungefähr 300 Milliliter. Dann nimmt man einfach so ein Glas mit einem Twist-Off-Deckel. Man kann es auch einmachen, wenn man es länger lagern möchte. Ja, und das könnten wir jetzt probieren, oder? Gute Idee. Wir haben das auch, das Rezept gibt es natürlich auf hrfernsehen.de/die Ratgeber. Genau dieses Rezept haben wir natürlich auch schon mal hier vorbereitet. Achtung. Das schmeckt wirklich oder? Sehr lecker. Es schmeckt auch deftig, obwohl da nichts Tierisches drin ist. Sehr, sehr lecker. Linsen-Champignon-Aufstrich. Dankeschön für das Rezept, Herr Lück.